Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fake Order. Ich bin es am Zimmer Fix und wir sind wieder hier mit den Interludes beschäftigt. Immer noch viel zu viele habe ich da offen. Und eine müssen wir jetzt ganz dringend nämlich machen, und zwar die von unserem guten Waver. Weil wenn hier unser großer Meta-Supporter hier schon sich die Ehre gibt, meinem Chaldea beizutreten, dann kann ich ihn jetzt nicht ewig lang hier warten lassen und sagen, nö, kann auch ein bisschen dauern, bis du hier auftauchst. Deswegen versuchen wir unser Bestes jetzt, ihn möglichst schnell hier abzuleveln. Und deswegen werden wir ihn jetzt gleich mal einsetzen. Sehr schön, genau. So, brauche ich Powerboy? Ja, eigentlich schon. Nee, brauche ich nicht unbedingt. Brauche ich nicht unbedingt. Warte mal, so. So, dann kommt ich brauche Paradies nicht. Ich brauche Paradies nicht. Ich tue nämlich Nero rein, weil Umu. Und dann geht es okay. Zu viel. Passt. So, ja, und dann würde ich mal sagen, starten wir einfach mal hier direkt mit der Interlude von unserem großen Mr. Egal, jetzt, ich wollte es eigentlich Return machen, aber das kriegen wir so nicht hin. Egal, Heroic Spirit Possession. Wird schon gehen irgendwie, liebe Leute. Wird schon gehen. Oh, speaking of which, I haven't introduced myself. I'm Lord Elmil II. I am a mere human who became the heroic spirit of a famous strategist from the Free Kingdom period in China. Lord? What? Don't you know? What kind of manuals did Amnesty make? Excuse me, Lord Elmir II. When you say Lord, do you mean the Lord of the Magiers Association? Yes. I represent one of the 12 noble families that operate the Clock Tower, the center of the Magiers Association. The lowest rank, though. Did you know the director Olga Marie? What time period are you from anyway? Same as Maxi. From the 21st century. Before I knew it, I became a pseudo-servant. A pseudo-servant? Like me? I was someone that was empowered by heroic spirits. The result was the same, but the idea is different. There's nobody identical to you in this time. Originally, it's impossible to form a Demi-Servant, just the same as it's impossible for a dump here to be born among vampires. As I'd expect of a Clock Tower's mage, you probably understand the logic behind the impossible. That's right, Mesh is an extremely unique example of success. It'd be hard to recreate an accident. I'm glad to hear that. I would have suggested an immediate dismantling of Chaldea if it was just a screwed up organization. Foo-foo! Sorry, that was insensitive of me. You're unguilty of anything, ma'am. I would like to correct myself. Well, you cannot deny that creating a Demi-Servant was an inhuman experiment. Your feeling of disgust is justified, Lord Emilio. Even more so if it comes from justice and morals. That aside, please continue your explanation. What are pseudo-servants? Yes, I shall answer the question. A pseudo-servant is someone possessed by a heroic spirit. These heroic spirits who can't become a servant. Perhaps they are higher beings like divine spirits, or their spirit origins can't be created by Chaldea. In order to summon them as servants, human vessels are sometimes used. That is what a pseudo-servant is. Using a human body as a catalyst to forcefully summon a heroic spirit. Maxi looks confused. Obviously, since it's part particularly unique case, right? In short, it's someone being possessed by a ghost. Then the psyche of the possessed is overwritten by the heroic spirit. And I'm the opposite. I took only the role of Zhuangling because Western logic doesn't match Eastern logic. But with the greater good of protecting humanity in mind, we share a common goal. That's why, after a discussion with the strategist on who should control the body, I ended up staying because of my knowledge of modern eras. I see. That's very much Zhuangling, just like what he did at the end of his life. The important thing was for someone to execute his strategies without participating on it. In other words, he found the one capable of his strategies, so he decides not to appear. That's right. We've only talked for a bit, but it's obvious he is more of a monster than history described. I didn't feel like I was talking to a human. Can you fight? Foo-foo. I would have been incinerated if I was just a human. By becoming one of the heroic spirits, I temporarily became a servant. Follow me. I will show you proof.
Oh, jetzt legt er los. Around here is fine. Enemy approaching. Prepare for battle. You will immediately see if I can fight as a servant. In turn, I will assess your potential as a master. Kill 2 birds with 1 stone, right? Go! They're all pumped up. What did you do, Lord Emilio? Well, this will be interesting. I used some pheromones to excite them. Be careful when you fight them, ma'am. The enemy is on a rampage. Don't let your guard down. Master, I think he has gone too far with his logic. Willst du es echt beweisen, dass du kämpfen kannst? Naja, nur weil du da deine 2 Lichtblitze raushaust. Naja, aber liebe Leute, es lohnt sich alles, denn wir müssen, auch wenn er natürlich ein fast perfektes Kit hat, sein MP noch upgraden, weil, Leute, es wäre schon nicht schlecht, Mann. Das wäre echt nicht schlecht. So. So. Super gemacht, Tammy. Jetzt buffen wir nochmal gescheit. Und ich sehe da hinten, da ist eine Stadt und ein See. Also Neros Buffen müssten eigentlich angehen. Ich rede es mir zumindest ein. So. Oh, ist doch ein Traum, wie die Buffs angehen, oder? So, wenn wir Glück haben, langt es für... Ja, es langt für den Kill. Haha, liebe Leute, Mann. Free Turn! Sehr schön. Ist zwar jetzt nicht die schwerste Aufgabe, aber mich freut es immer, wenn man das so gut, wenn ich das so gut schaffe. Naja, und wenn wir es auch mal in Action, das ist natürlich auch ganz wichtig. Ich habe 200 Powerboy dabei, das heißt, sie wird nicht ihr MP auffüllen, aber das ist doch wurscht. Denn ihr wisst, beim letzten Mal kommt Imperium rum und klaut. Das ist so nett, man. Nero, seitdem sie 30% MP-Batterie hat, man. So gut, man. So gut ist sie. Ready. Und wie gesagt, da die ja auch noch 5 Züge Cooldown hat, ist das gleich nochmal so gut. So. Und theoretisch kann ich MP nochmal raushauen. Aber nee, zum Ende nochmal. Bisschen Roma Power. Roma. Ah, nee, da brauche ich keinen Attack-Buff. Nee, du schaffst es so. 47.000, Mann. Ich bin der 4-Sterne-Servant. Nix für mich, Mann. Kannst das doppelt dein Leben haben, da muss ich mir vielleicht Sorgen machen. Ja. Schon nice, gell? Was die hier Schaden raus hat. Okay, Baby. Alles gut. Einmal hast du einen Move gemacht, ansonsten hast du eigentlich nur zugeschaut, gell? Oh mein Gott, ich muss noch Wild Beast besiegen. Oh mein Gott! Letzte Woche habe ich, glaube ich, schon meine Aufgaben hier verpasst. Da habe ich, glaube ich, eine übersehen. Weil ich tue die halt einfach immer so abschließen. Und scheinbar, ich glaube, einmal habe ich sie auf Versehen nicht abgeschlossen. Ah, ja. Mach mal eine andere Party. Tu mir hier Geld reinnehmen, einfach so. Bis hier switchen. So, Saber Party. Ja, mei. So machen wir das. Okay. Einfach mal so. Ein bisschen immer neue Gesichter reinbringen. The enemy response is still spreading. It's massive. Just how excited they are. This is not time to be ever in awe, Doctor. Do something. Sorry. There's nothing I can do besides scanning the area. You just have to handle it by yourself. Got it. It means I can only rely on Simper, right? Same as usual. Let's do this, Matt. I see. And you're a courage one. No plans, but you sure got guts. Huh. Not bad at all. You remind me of myself in the past. If that's the case, I shall show you my strength. Of course, this is merely on the path of me reaching him, but it seems this will be a fruitful contract. Ja, das war im Endeffekt so eine Anspielung natürlich auf Iskander, denke ich mal. Ist ja im Endeffekt sein Mentor gewesen und der Grund, wieso er hier überhaupt so weit gekommen ist. Unser guter Waver. So, ach, die hauen wir jetzt erstmal so weg. So, und Gil natürlich in seinen coolen Klamotten. Irgendwann, Gil Caster. Ich weiß, dass du irgendwann mal kommen wirst. Spook mich doch bitte. Ich lasse dich auch doch nicht schlagen von anderen Gegnern. Vielleicht schon. Vielleicht. Aber dafür kann ich nichts. Das musst du mir glauben, Mann.
Das passiert einfach so. Au. Oh, jetzt kommt er. So, jetzt machen wir mal hier den Skill. Jetzt haben wir nur noch 3 Runden vor uns. Ah, machen wir gleich alle Skills, oder? Das gilt 3 Runden, gell? Ja. So. Sein zweiter Skill ist ja sein erster Skill ist ja so nett, weil der halt so einen starken Stardrop-Bonus hat, dass er ja sogar mit seinen Arztkarten Sterne droppen kann. Das ist so geil. Und wie gesagt, besonders dann, wenn er seine Tierlaut hat. Schöne Fahrt. Andere der Crypters, würde ich mal sagen. So, lassen wir die letzte Welle Guild machen, Nero. Ah, ich überlasse sie. Ich überlasse sie. Ich hoffe, du schaffst du, Gilly Boy. Super. Ey, wollte ich den hintersten avisieren? Keine Ahnung. Egal. Und Gil Katze, wie gesagt, so ein cooles Kit, Mann. Also gefällt mir sehr gut. Also nicht nur, weil es Kit ist und dazu noch im Sommer-Outfit ist. Sondern einfach, weil wirklich so ein cooles Kit hat. So ein hilfreicher Support-Kit für Arztteams. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn er irgendwo mal sich die Ehre gibt. Schauen wir mal. Wenn. Die Betonung liegt immer auf wenn. Oh, noch ein paar gescheite Crits hier. Schau an, wie wir einfach in Crits da schwimmen. Jetzt will ich mal schauen, was macht die Schaden? Alter, 27.000 neutral Schaden, das ist schon nicht schlecht, oder? Und ich meine, den Imperial Privilege ist jetzt nicht mal angegangen. Und dieser Piece ist halt so geil, Mann. Ich weiß zwar nicht, was das mit einer Beach-Uniform zu tun hat, aber egal. Scheinbar, wahrscheinlich ist der, hey, wir sind hier gerade im Sommerurlaub, aber trotzdem können wir die Gegner abfeuern. Jetzt spritzt sie ab mit so viel Wasser, wie es gibt. So, 39 Interludes. Und endlich haben wir alle Missionen erfüllt. Heute ist Sonntag, Mann. Ich hatte noch ein paar Stunden Zeit gehabt, Mann. Zum Glück habe ich die gemacht. Ich habe schon wieder diese doofen Quests vergessen. So wie beim letzten Mal. The battle is over. You know, I'm 3 times more tired than usual. Good job, Mash. Phew. I'm relieved that you and Fu both made it. Das wild beast had their eyes on you too. I was doing everything I can. Phew. You're done. So how did I do, Maxi? Did I pass? That's not fair. You can't fight as a human. Not fair? Oh, I see. You mean comparing to you. So you're jealous that I can fight on the front line despite being a human. Cherish what you're feeling now, because it requires strength to withstand that feeling of powerlessness. As you can see, I can fight as a servant. You might be unsatisfied with my firepower, but I will make up with my intellect. Oh, he's definitely a first-rate servant. I mean, all pseudo-servants are exceptional cases to begin with. Maxi, eventually you'll be able to meet a pseudo-servant who fused with a god, I think. Probably. Well, I am a special case. Most vessels shouldn't become pseudo-servants. In other words, mages already possess powers. And when heroic spells possess humans, they will choose those who closely resemble themselves. So of course they are powerful. Those integrated will then transmigrate into a third personality. A new personality, if you will. Those kinds of servants are troublesome after all. They tend to think like divine spirits. They will probably be completely selfish and ask for all kinds of impossible things. Then you'll know what I am one of the better ones. Well, let's save that for the future. Good job, Maxi. Come now with Mr. Leo II. I couldn't fight with you, but I can welcome you home with a warm cup of tea. Das ist ja mindestens genauso gut. Und? Keine Belohnung. Ne, doch. Ja, liebe Leute, ein Quad. So, und gleich zur nächsten Interlude geht es hier. Okay. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Endless Sea. Ach, erstmal. Kurz bevor ich es ganz vergesse. So. So, das ist aber schön. So, Fragmente, liebe Leute. Aber wenn ich so viele Fragmente habe, heißt das nicht, dass ich sie nicht, dass ich nicht doch gerne mehr Fragmente noch hätte. So, wählen wir irgendeinen. Keine Ahnung. Irgendwas für den Hintergrund. So, was haben wir denn hier? Ich überlege, wen wir reintun können. Ich hätte Bock auf Uschi.
So. So. Und machen wir sie. Sie weggemacht. So, ihr wisst ja, wir müssen immer ein bisschen switchen hier, wenn wir schon mal die Chance haben, wieder mal so leichtere Aufgaben reinzukommen. So, und bei dir geben wir was Crypters gibt. Dann sind wir alle mit dem Crypter Team. So, es könnte ein bisschen unschön werden, wenn hier der Lancer kommt, weil keiner von denen dem zwingen kann, aber das ist mir wurscht, das wird schon gehen. So, und dann machen wir gleich das zweite Interlude hier von unserem guten Waver, Almeliol. Endless Sea. Natürlich eine Anspielung auf Iskander, der ja immer gesagt hat, er muss Okeanos, das endlose Meer erreichen. Senpai, Mr. Almeliol seems off. I know he looks irritable all the time, but now... Is he looking at the sea? Fu. So. Ma'am, if you're going to hide, at least put down your shield. Anyone will notice a black steel wall on the beach. You too, Maxie. As a master, you should have pointed it out. Sorry, it seems like you wanted to be left alone. Nothing, I was just looking at the sea. I heard it was named Okeanos due to the Grail. But it's just a name. It's a horizon as far as you can see. But the edges simply adhere to each other. Just like a scroll, a sea enclosed in all directions that purportedly revolves around the same area. You can sail it endlessly, but in truth it's just a clipped miniature garden. How absurd. This is not the place I set out to reach, not even close to the real Okeanos. You wanted to reach Okeanos? Are those the words of Suangling? Those are my words. Watch your mouth. It appears I got too sentimental. It was a dream. One that I had when I was younger. All the experience I've gained was a further that goal. I didn't become what I am now naturally. I was an average mage. Taking on the troublesome teaching position, inheriting the name Almelio, refining my third-rate magical circuit. It's all because I wanted to become the ideal I yearned for when I was young. Now I'm just a crooked old mage. A crooked mage? You? Even though you're a first-class mage? Only my position is first class. My ability as a mage isn't much different from Maxi. I somehow managed to keep up with those first-class monsters with my knowledge and preparation. Dr. Roman, can you see through that too? Whatever you say about the guy, he is a natural talent assessment. You couldn't reach Okeanos. Well, I haven't started the journey yet. I'm just not ready to reach the endless sea. Fu! What's in the forest? Fu? Master, Lord, enemy sighted. Jeez. Now time for fond memories, huh? It's about to begin, Master. Let's see how much you've grown. Ich versuche mein Bestes, mein werter Sensei hier. Ja, wie gesagt, das ist ja auf eine Anspielung natürlich auf Iskander, der ihn ja maßgeblich geprägt hat und ihn dazu gebracht hat, eben hier dieses endlose Meer zu erreichen zu wollen. Heben wir es mal auf. Ja, heben wir es auf. So, und dann ist es mal wieder Zeit für Weihnachten, liebe Leute, Mann. Am See? Im Sommer? Ja, Leute, Weihnachten ist nämlich das ganze Jahr. So, und ich gebe gar nicht an, weil ich die ganze Zeit mein Waver nehme. Ich gebe kein Stück mit ihm an. So, und jetzt hau bitte einen fetten Caster raus. Das wäre echt ganz cool von dir, Spiel. So, nicht die beste Party ist mir gerade mal so aufgefallen, aber mal. Jawohl, theoretisch wird schon klappen, weil Altera kann ja schön die Buffs auf Uschi raushauen. Candy. Das ist sehr gut, Mann. Was ich noch sagen wollte, das mit dem Pseudo-Servants war eigentlich ganz interessant, was er ja erzählt hat. Das ist natürlich eine Anspielung auch auf Ishtar und Erish, die natürlich kommen. Und bitte mehr davon, von sowas. Das ist ganz cool, was er hier erzählt hat. So, ach, machen wir den Crit-Buff. Ja. Santa Toto.
So. Bin gespannt, ob sie schafft, die Gegner wegzucritten. Also klar, der Erste, der sollte schon sterben. 29.000 soll sie schon neutral machen. Ja, Uschi! Ah ja, ja. Jetzt schauen wir mal. Also klar, das bringt nicht so viel, aber jetzt. Ah, schade. Hat so viele schöne Crit-Buffs. Hätte ich auch mehr gehofft. Aber sie ist halt auch nur eine Uschi. So. Nein! Ah, wie soll der da Mann? Ich habe auf die Mastercard drücken. Ich wollte auf die Mastercard drücken. Glaubt es mir. Glaubt es mir doch. Alter, aber der bufft sich da ohne Ende hoch, Mann. Was ist mit dem los, Mann? So, versuchen wir es nochmal. Weg. So, ich sag dir gleich, mein Werter. Gleich ist Weihnachten vorbei für dich. Bitte guck dich nicht tot. Ah, sehr gut. So, und jetzt haben wir gescheit Crits aus, Mann. Jetzt geht's los, Mann, liebe Leute. Kommt da ein? Okay, nur eine. Ah, 2 Essen, Mann, das ist eklig. So, dann. Alles liegt an dir, Uschi. Liegt echt gerade alles an dir, Mann. Wir haben echt nicht die beste Party für dieses Level. Aber egal. Dafür kann Uschi ein bisschen glänzen und das ist doch immer schön. Und wenn der Baby Boy kommt rein, also sollte irgendwas schief gehen und dann sind die Lancer eh weg. Zick, 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 zick. Knapp. So, und jetzt muss Altera da raushauen, oder? Ah, nee, lieber nicht. Santa Effecto! Das ist sehr gut, Mann. So. Ich hätte mir da gewünscht, dass da ein bisschen mehr von den verdammten Sabern kommen. Eigentlich konnte ich ja erwarten, dass da genau ein Saber kommt, Mann. Egal, Unlimited Crits dann nächste Runde. Und dann muss ich halt Waiver Crit, Mann. So, weil er hat ja gesagt, dass er was drauf hat, oder? Oder machen wir Uschi Crits? Machen wir Uschi Crits. Santa Toto? Das könnte schon mal Schaden hier machen, oder? Meine kleine Uschi. Hast du viel Crit-Bars, Mann? Auch wenn es klassenneutral ist. Ja, das ist schon hier, was ich sehen will. Ja, also mit einer besseren Party-Konstellation, also besseren Gegnern, die gekommen wären, wäre das deutlich besser geworden. Aber mei, geschafft ist geschafft. Jetzt sag mal, Lord Almeliol, ob du auch Schaden machen kannst. Nee, kannst nicht. Crit! Oh, wieso hast du denn mit der Arztkatze gecrittet? Okay, Uschi, versagt. So, hi, ich bin BDW. Ich bin nur da, um die Sache zu Ende... Nein, komm, das hat Waiver verdient. Das hat Waiver sich verdient, das zu Ende zu bringen. Bam! Okay, ich hab's versucht. Ich hab's versucht, liebe Leute. Voll ewig lang, Mann. Gut, liebe Leute, dann haben wir das auch geschafft. 40 Interludes haben wir aufgeschlossen, das heißt 10 Quartz, Mann. Oh! Gib Quartz. 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 Kannst du gleich 30 Quartz geben. Dann neben Breaker Sweat. You don't consider them enemies anymore, huh? Growth as a mage is unlikely, but it looks like you are gaining experience as a master. It's a good to be diligent. Alright, I will give you this as a reward for your efforts. Is this a jewel? It appears to be an expensive mystic art. It's not. It's just a common protective ore. On top of that, it is used for one from me. I pocketed it as a preoccupation when I was young, but I don't need it anymore. No one will acknowledge your efforts anyway, right? That's why I'm giving it to you as a reward. Foo-foo. Hey, calm down. There. My student showed progress, and it's natural. Look what I did. My expensive suit is ruined. Not to mention that my hair is sticky from the sea breeze. I shouldn't have come to the beach. I was dumb enough to want to come here. Mr. Miller just left. He must see his younger self when he looks at you, senpai. I'm not that eccentric. Yes,
Here goes, Senpai. A gift from your teacher. He said that it was used, but I'm positive that he prepared it just for you. Let's fight and not give up. Let's meet our teacher expectations. Wenn Waver das von mir erwartet, dann werde ich natürlich mein Bestes tun, um ihm diesen Wunsch zu erfüllen. Okay, liebe Leute. Oh! Ey, eine 3 Sterne 10, Mann. Die muss ich locken. Die kann ich nicht aufgeben, Mann. Oh, ist nett. Lohnt sich zwar jetzt nicht so nett, aber trotzdem eine coole Sache. Aber dass man so ein CI bekommt. Okay, gut. Okay, dann haben wir jetzt noch die dritte Interlude und die wird jetzt spannend, denn jetzt erhalten wir hier wieder dann endlich sein MP-Upgrade. Aber davor, liebe Leute, gibt's nochmal 10 Senquartz, Mann. 1088. Senquartz Unlimited. Okay, liebe Leute, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit Let's Play Fake Order. Bis dahin, haut rein und